Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen neuen Video meinerseits. Heute, ja, zu einer weiteren Sonic Central Reaction. Sega macht jetzt nach über einem Jahr mal wieder dieses Format. Ich habe persönlich nicht mehr damit gerechnet, dass überhaupt jemals noch eine Sonic Central kommt. Weil, wie man jetzt auch zum Beispiel hier unten sieht, Sonic Origins wurde schon separat angekündigt. Es gab jetzt auch die letzten Tage das erste Sonic Frontiers Gameplay. Deswegen ist es jetzt ein bisschen fraglich, was in dieser Central gezeigt wird. Ich persönlich rechne vielleicht mit weiteren Sonic Origins News, weil das kommt jetzt in, ich glaube, noch nicht mal mehr 2 Wochen raus, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist 23. Juni. Heute ist der 7. Juni. Ja, wenn ich mich nicht verrechne. Ja, und Sonic Frontiers. Vielleicht Story. Ein paar Story-News, weil das Gameplay hat jetzt nicht so überzeugt. Also ist Animation ziemlich verbuggt. Und wer auch immer die im ersten Trailer gespielt hat, der war auf jeden Fall nicht darauf aus, Sonic seinen Speed zu zeigen. Naja. Ja, wir haben noch 3 Minuten. Ich schneide jetzt einfach mal, bis die Sonic Central beginnt. So. So, in 5 Sekunden geht's los. 4, 3, 2, 1, 0. Auf jeden Fall neues Intro. Okay. Ein anderes Intro als das letzte Mal. Welcome everyone to Sonic Central. My name is Ivo Gerskovich and I'm here with Azuki-san for a look at all the upcoming excitement in the world of Sonic. Last year we celebrated the 30th anniversary of everyone's favorite blue hedgehog. Thank you for making it such an incredible year. And now, this year is shaping up to be our biggest yet. In April, we saw the incredible success of Sonic the Hedgehog 2, which opened as the #1 movie globally and once again broke records to become the #1 video game movie in the US. Thanks to all of you. That's right, we could not have done it without you and everyone's love and support for Sonic. On behalf of the Sonic team and Sega family, we thank all of you. Ja, der Sonic 2 Film war ja auch echt nicht schlecht. Also, den kann ich wirklich jedem empfehlen zu gucken. Der ist wirklich gut. Ah, okay. Roll back to the games that started it all with Sonic Origins, a new collection including the definitive editions of 4 iconic Sonic titles. Mhm. Endlich mal Story-Updates und so. Also mit den neuen Cutscenes und so. Und gibt es vielleicht auch endlich mal Updates, ob jetzt Sonic 3 die originale Musik hat oder nicht? Das ist jetzt fraglich. Soweit ich weiß, kann man Knuckles aber nicht in Sonic CD spielen. Was ich ein bisschen traurig finde. Dass es jetzt hier nicht spezifiziert wird. Aber anscheinend, also, aber laut Leuten, die das schon gespielt haben, ist Knuckles nicht spielbar in Sonic CD. Oh, okay. Multiplayer-Mode wird auch sein. Boss Rush. Ja, okay, das war klar, dass das kommen wird wahrscheinlich. Mission Mode. Mirror Mode. Ja, der wird interessant. Also, das Spiel rückwärts zu spielen, weil normalerweise ist man ja gewöhnt immer. Normalerweise hat man ja eigentlich so eine Gewohnheit drin und da muss man sich halt dann komplett umgewöhnen. Aber mir gefällt auf jeden Fall der Artstyle der Cutscenes. Aber leider weiterhin nicht so viel Neues. Experience all Sonic Origins has to offer. Coming this month on June 23rd. Ich hätte halt echt gerne mal Updates bezüglich Sonic 3. Als ob das jetzt in der Sonic Central kommt. Ach komm. Introducing the new chemical plant, where Eggman has kidnapped the Electric Chow and is using their life force to power up Metal Sonic. Wow. Exclusively for Sonic Central, unlock Amy Chow using a designated code. Okay. Dann werde ich mir diesen Amy Chow mal holen. Metal Sonic. Join the fight against Eggman on June 11th.
This summer, Hätte ich nicht erwartet. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht erwartet, dass das vorkommt. Hedgehog 2 in both Sonic Forces and Sonic Dash. Neue Movie-Character? Super Shadow, what the fuck? Das ist kein Movie-Character. This Halloween, Mephiles! watch out for Mephiles Halt's Dark. Maul. Show off your greatest achievements with player banners. And welcome Sir Percival in Sonic Ja gut, Sonic Dash spiele ich nicht, aber... Dash Plus on What the Apple. fuck? Mephiles und Super Shadow. The new Netflix animated series, Sonic Prime, is coming soon. Ja, Here is a sneak peek of our new show for our ultimate fans watching Sonic Central. mal mehr als 10 Sekunden. Oh, Shadow? Das ist nicht Sonic. Aber okay. Ich finde, der Artstyle der Show ist ein bisschen weird. Er ist nicht schlecht, aber er ist weird. Next, please welcome the voice of Sonic from the Sonic movie with a sneak peek of Sonic the Hedgehog 2 on Blu-ray and digital. Let's go. Hey everybody, Ben Schwartz here. I am the voice of Sonic the Hedgehog. Please hold your applause. Please check out the home entertainment release of my movie Sonic 2. Ja, würde ich gerne, aber ich weiß nicht, wo man den digital kaufen kann in Deutschland. Amazon hat den nicht, Google Play hat den nicht. Wo gibt's den? Den gibt's hier in Deutschland nicht. Loaded with a Also falls es irgendeiner weiß, kann das in die Beschreibung schreiben, aber ich finde nix. scenes. Son, what did you put in the coffee? Can you handle it? Hilarious bloopers, He had beans in his hair. tons of fun moments from behind the scenes on set, and to top it off, an exclusive animated short which takes place right after the events of Sonic 2, voiced Ja, da bin ich froh, dass es YouTube gibt, dadurch kann ich den Short schon sehen, aber ich sage ja, ich würde den Film ja gerne kaufen, aber wo? and take Wo? right now or soon. Ja, Similar. ja. Gut. Ja, und Blu-ray 9. August, ja, aber digital soll ja jetzt ja schon da sein, aber wo? Exciting products from around the world. Straight from Angel Island is an Okay. all-new Knuckles-inspired G Fuel, available this summer. Go toe-to-toe with Dr. Eggman with the Eggmobile Battle Set. Destroy that meddlesome hedgehog with 5 configurations straight from the games. Available this fall from Jack Specific. Hm. Level Oh. up your Xbox gaming experience with this Sonic Ja the gut, der Hedgehog sieht jetzt nicht so Charging besonders aus, aber Charging stand wer es by halt your mag, side. ich brauche ihn jetzt nicht unbedingt. More art introduces beautiful Hm. new art. Okay, das sieht nicht schlecht aus. Handmade silkscreen prints are a celebration Das of sieht the echt nicht Sonic schlecht aus. timeline Ich mag that das in der Mitte, embraces das sieht force nice aus. Introducing Hype and Sonic the Hedgehog Capsule Collection, featuring energetic designs inspired by the high-octane speedster himself. Check out the upcoming collectibles. First 4 figures resin statues of Amy Rose and Miles Tails Prower. Have fun on the go. Sonic Ja, die habe ich auch gehört, dass es die gibt, aber ich finde die nirgendwo. Ich habe das auf Twitter schon gesehen, dass es die in Deutschland gibt, aber wo? Just have a place to rest it in between games. Bin ich die Einzige, die dieses Problem hat? Guy controller holder. Retro gaming enthusiasts and Sonic fans, find these iconic early 90s aesthetic inspired statues of the Blue Blur. From Japan is a special Sonic soft vinyl figure standing 6 inches tall. Welcome this high-speed hedgehog to your room. Okay. Was? Music continues. Noch eine Symphony. Stay tuned for the return of the Sonic the Hedgehog Symphony. Relive the magic of the Sonic 30th Anniversary Symphony Concert live. and in- Live! Ach Watch iconic so. moments from Sonic's history Ich dachte, on es a kommt so in Teil live 2. stage Alongside a full symphony orchestra. With a few new surprises in store. Okay, neue Sachen sind auch dabei. Wenn das hier irgendwo in der Nähe ist, warum nicht? So, puh. Ich meine, letztes Jahr konnten sie ja noch nicht live machen wegen den Corona-Beschränkungen, aber jetzt. Tour dates coming soon, okay. Tour dates and info coming soon. Fall Guys is going free to play on all platforms on June 21st. Ja. With an all-new Sonic collaboration. Coming to Fall Guys in August 2022. Ja, aber Sonic und Knuckles sind ja nicht wirklich neu. Sonic and Tails. Ja gut, Tails wäre neu. Aber wo ist Tails?
Ich sehe jetzt nur Knuckles und Sonic. Ja, aber die beiden, also jetzt, ihr könnt nicht sagen all new, also die sind ja schon lange im Game. To celebrate Sonic Frontiers, we are excited to present a sneak peek of a new Ah, das animated ist, special. ja, da bin ich jetzt Featuring gespannt. Knuckles and taking place before the events of the game. Okay, We hope you enjoy this exclusive first look. mal schauen, mal schauen. Der Master Emerald, dass der auch mal wieder relevant ist. We look forward to sharing the entire short later this year, prior to the release of Sonic Frontiers. War das jetzt gerade alles? Der Master Emerald und Sonic? Knuckles, sorry. War das jetzt... Sega. Oh, was ist das denn? What the... Oh? What the... Was? Was ist das denn für ein Viech? Okay. Hey Sonic fans, want to see more of Sonic Frontiers? Then be sure to visit IGN.com right now and all June long. Ja, gerade ist bei IGN noch, by the way, auch ein Livestream. Story. You can watch the world Obwohl, jetzt ist er, glaube ich, schon vorbei. right now, as well as the first ever hands-on preview, with more coming later in the month, including interviews with the Sonic Frontiers development team and more. Gotta go fast to IGN. Sonic Frontiers is on its way. There's more details to come, so be sure to follow us on the official social channels in the video description. Das ist halt jetzt echt nicht viel, also. Thank you for tuning in to Sonic Central. Kommt da noch irgendwas? War das jetzt wirklich alles? War das jetzt wirklich alles? Kein One-Le... Das war echt alles. Okay. Okay. Das war ja eigentlich fast nix. Das, was von Sonic Origins gezeigt wurde, ist eigentlich schon größtenteils bekannt gewesen. Es ist wirklich fast nichts Neues eigentlich. Da könnte man ja auch mal ein bisschen mehr Infos rausrücken. Das Spiel kommt ja bald schon raus. Jetzt, okay, Sonic Frontiers, dieser neue Gegner da, der dir Strecken so gesehen erschafft und so. Ja, schon nice, aber das ist halt auch jetzt wieder was jetzt auch in den Topf reingeschmissen wurde, ohne nähere Infos, ohne alles. Dann so, ja, wir präsentieren euch jetzt hier exklusive Prequel-Ding und zeigen nur Knuckles, wie er vor Master Emerald steht. Also ich meine, freut mich, dass anscheinend der Master Emerald und auch die Chaos Emeralds laut Leaks wieder mehr mit der Story zu tun haben, aber das ist hä? Und Super Shadow und Mephiles und Sonic Forces Speed Battle, das kann man eigentlich so gesehen, das hat schon zusammengefasst, das war's. Nichts irgendwie komplett Neues, irgendwie irgendwas, was jetzt dieses Sonic Central rechtfertigt zu existieren. Das hätte man jetzt auch in einem Twitter-Post machen können, wie ich die ganze Zeit schon. Für was war das jetzt nötig? Also, ich muss echt sagen, die erste, die war ja schon so ein bisschen... Also, die war jetzt nicht, okay, jetzt wirklich enttäuschend nicht. Da war eher das Ende enttäuschend, weil es wird so nochmal so aufgehypt und dann nur so Sonic rennt ein bisschen durch den Wald und man weiß eigentlich basically gar nichts. Aber die war jetzt ja komplett enttäuschend. Ist ja gar nichts Neues eigentlich. Also, soll ich das IGN Hands-on Preview auch noch dranhängen? Ich meine, das war jetzt wirklich, also das war jetzt wirklich, nee, komm, da hängen wir das Sonic Frontiers auch noch dran. Mal schauen, was IGN zu Sonic Frontiers sagt. Mal gucken, ob ich es gleich finde. Gehen wir mal IGN. Hier, das Preview, First Hands-on Impression. Schauen wir mal, was die zu dem Spiel sagen. Sonic's done a lot in 30 years. He's been a pioneer of the high-speed 2D platformer, an Olympic athlete, a respectable kart racing enthusiast, a fighter, a TV star, and a Hollywood blockbuster movie star as well. But he's never done open world, and Sonic Frontiers fixes to change that. I was fortunate enough to be one of the first people outside of Sonic Team to go hands-on with Sonic Frontiers,
And let me just say, if you're worried about how the blue blur will fare in this unfamiliar genre, well, I think Crush 40 probably put it best. Open your heart, it's gonna be alright. Okay. Das kann man eigentlich... Das erste Mal, dass jemand mal so eine Line verwendet. Sonic Frontiers was how uniquely somber and serene it was right from the outset. After flying into a wormhole with Tails and Amy, Sonic finds himself separated from his friends and all alone on an isolated island, with nothing but an AI voice guiding him to collect the Chaos Emeralds. There's no one for Sonic to bounce quips off of, no energetic Crush 40 soundtrack, just wide open fields as far as the eye can see. Okay, ich möchte jetzt an der Stelle kurz einblenden, die haben jetzt in der 1 Minute schon mehr zur Story gesagt, als in der Sonic Central. There's an air of mystery in Sonic Frontiers, and it's a vibe that's driven home even further by the beautiful yet minimalist piano melodies that accompany Sonic as he explores the island. Oh, die Plopins. Oh. All of this is a very intentional choice. I asked Sonic Team head Takashi Izuka to describe how the tone of Sonic Frontiers differs from previous Sonic games, and he said, past games in the Sonic series have taken different tones depending on their stories and themes. This time, these mysterious islands are the game's major setting. That's why our artists have worked hard to create a mysterious mood. Of course, the big new change in Sonic Frontiers is the shift from purely linear levels to a huge open world where Sonic can freely run in any direction. But Sonic Team doesn't like to use the term open world to describe Sonic Frontiers' gameplay, instead referring to its style as being open zone. Open world games like Zelda or other AAA games fundamentally have RPG or adventure worlds. For Sonic, the core here is a 3D action game. Our basic idea was to have that take place in open space. What sets Sonic Frontiers apart is this different approach to an open game world. Having played Sonic Frontiers for about 4 hours, it's easy to see what Izuka-san means. Sonic Frontiers' open zone design is very different from any other open world I've played. It's a giant playground. Every few feet there's a bumper spring that bounces you like a pinball between 5 other bumpers before putting you on one of the many grindable rail tracks. Or a speed ramp that sets you on a completely different path leading to some other collectible or reward. Or a line of rings that you can lightspeed dash into. Essentially, they've taken Die haben den Lightspeed Dash zurückgebracht. Also wurde das im Gameplay bisher noch nicht gezeigt, aber wenn du das meinst. One thing that has to be noted is that very few of these elements are built into the environmental design, meaning that rails, platforms, boost rings, and so on are just inexplicably floating in the air all around, which isn't totally unusual for a Sonic game, but it feels especially jarring in Frontiers in particular because of the frequent and sudden pop-in of these objects and the otherwise very naturalistic art style. Of course, it's worth emphasizing that this gameplay and the version that I played were from an early build, but this is definitely an area that I would hope to see improvement in the final version. Okay, dann haben wir es jetzt bestätigt, das ist eine Earlier Build, die sie da gerade die ganze Zeit zeigen, oder wie? And completing them is how you uncover sections of your map. Most of these are very simple, ja, requiring you to orient the statue the correct way. Also diese Theorie, muss ich jetzt auch gerade nochmal sagen, die gibt es jetzt schon länger, dass Sonic dass hier ein Earlier Bild von Sonic Frontiers gezeigt wurde. Und bei dem Combat Gameplay wurde dann noch eine bessere Bild mit reingeschnitten. Und also so ein paar Ausschnitte davon. Und das basically hat er das ja gerade bestätigt, dass er ein Earlier Bild gespielt hat und auch ein Earlier Bild zu sehen ist, gerade in dem Gameplay. Quickly hop back and forth between colored tiles, or use Sonic's new side loop ability to draw circles around certain objects in the environment to interact with them. The best ones, though, are the races against the clock where you have to get from point A to point B in a limited amount of time. The openness of Frontiers level design makes straightforward races like these a ton of fun, because you have to try and improvise a path to the end that might not be immediately obvious. Okay. There are some exceptions, but combat in traditional Sonic games generally isn't a thing that goes much deeper than jumping, rolling, or using a homing attack into enemies at the right time. That changes in Sonic Frontiers, which now has you fighting all sorts of wandering enemies and mini-bosses using an all-new array of incredibly flashy attacks. It's not all style and no substance though. Sonic is able to quickly dodge using the bumper buttons on the gamepad, and by pressing them together, he can even parry attacks with the right timing. His homing attack also feels much more powerful, landing with a ton of impact and keeping Sonic stuck to his enemy, allowing for a flurry of follow-up strikes.
One of the things I really appreciate about the combat from what I played is that there are usually multiple ways to deal with specific enemies. Like, take for example this guy, who has an impenetrable shell that he can expand into spinning blades and throw at you. One way to deal with him is just to carefully time your homing attacks so you don't get hit by the blades. But if you do that, the window to damage him is small. To increase that window, you can either parry the blades and knock them away right before they hit you, or you can even use Sonic's side loop ability to encircle the enemy, which causes the shell to go flying upwards. Ja, das hört sich schon interessanter an als das, was man sieht. Wenn man mal wirklich so hört, wie man das spielt dann. You with EXP that you can use to purchase new skills from a skill tree, which gives Sonic Frontiers a really nice feeling of power progression, even in just the relatively short amount of time that I played. Some of the later skills that you can get are just unbelievably cool, and it's super satisfying to see Sonic Team experiment with different ways that Sonic can attack enemies beyond just spins, jumps, and bumps. In addition to these smaller enemies, there are also a handful of enormous world bosses that I had to contend with. These are near Shadow of the Colossus-esque in their scale, with one in particular against a beast named Asura requiring Sonic to bait the Titan to slam the ground and then boost up its arm in order to reach the weak spots on its head. It's an ambitious boss battle, far beyond anything I've seen in the Sonic series to date, but it's also the part of the game that needs the most work. Far too often I'd fly off the boss's arm without knowing why, or I'd get to the top and for some reason lack the momentum needed to actually reach the head. Sonic must hunt down and defeat these bosses in order to collect portal gears. What? Oh. Portals that lead to bite-sized linear stages. Okay, es ist also nicht unmöglich, wenn man jetzt einmal fällt, wieder hochzukommen. Und so hat man jetzt auch mal gesehen, wie der Boss auch mal Sonic damagen kann. Collecting all the red rings, and so on, with each goal rewarding you with a vault key, which are needed to unlock the coveted Chaos Emeralds. Die Chaos Emeralds, sie sind zurück. Nach so langer Zeit. Sonic Frontiers is an exciting new step forward for the Sonic series into uncharted territory, and based on my time with it, Sonic Team seems to have hit upon a winning formula. There's certainly still work to be done before it's released during the holiday season. There's a lot of distracting pop-in, there's a fair amount of bugs still left to be squashed, and the big boss fights could do with some tweaking. But ultimately, my time with this early build answered the one question I had on my mind. Will Sonic's one-of-a-kind gameplay translate into an open world? The answer is a resounding absolutely. Thanks for watching, and tune into IGN for more Sonic Frontiers coverage as part of IGN First. And for everything else, keep it here on IGN. Ja, okay. Damit sind eigentlich jetzt einige Fragen geklärt. Also Sega hat wirklich denen eine frühere Build gegeben, um halt das Game zu reviewen und halt auch Gameplay zu zeigen. Also anscheinend ist das Spiel auch schon ein bisschen weiter im Development, als wie wir es derzeit sehen. Es gab jetzt so, okay, da muss man halt sagen, es gab zwar von der Sonic Central schon so mit dem Master Emerald den Tease, aber jetzt hat er es eigentlich basically nochmal bestätigt, die Chaos Emeralds kommen zurück. Ich bin auch ganz ehrlich, verwundert bin ich nicht wirklich, weil wenn Ian Flynn, ein Typ, der auch wirklich Ahnung von Sonic hat, weil das, was die vorherigen Writer gar nicht konnten, also seit 2010 waren die drin und ich glaube, kein einziges Mal haben sie sich irgendein anderes Spiel von davor mal angeschaut, wie die Storys da gewritet waren. Also es war wirklich totales Chaos und es ist nicht verwunderlich, dass die zurückkommen. Also er kennt sich da wenigstens in dieser Lore aus und die Chaos Emeralds sind ja eigentlich ursprünglich auch wichtige Bestandteile der Games gewesen. Naja, seit 2010 nicht mehr. Ja. Ich muss sagen, das hier war informativer als die Sonic Central. Ich bin weiterhin eigentlich sehr gespannt auf dieses Spiel. Auch wenn es tatsächlich einige Flaws hat. Ich hoffe dennoch, es wird ein gutes Game. Also es sieht bisher wirklich so aus, als könnte es halt, wenn man jetzt mal die ganzen kleinen Probleme wegdenkt, ja, gut sein. Ich meine, die kleinen Probleme, wie zum Beispiel das mit den Animationen, diese Plop-ins und so, das ist alles Sachen, das kann man fixen. Das ist nicht unfixable. Und ich meine, wenn sie jetzt sogar sagen, sie haben eine frühere Bild bekommen und von den Metadaten, von den Trailern wird nachgewiesen, dass irgendwann das alte Gameplay von März kommt und dann das, was bei dem Combat Gameplay am Anfang reingeschnitten wurde vom 1. Juni, das bedeutet, die sind schon weiter. Und in dem Combat Gameplay bei den Szenen, da war schon zu sehen, dass die Draw Distance jetzt besser funktioniert und dass jetzt auch Sonic anscheinend ein anderes Model hat. Also, ich würde sagen, noch ein bisschen abwarten.
ich meine, kritisieren schön und gut, aber ich habe so viel Kritik auch schon gesehen, die kompletter Quatsch einfach war. Und ja, ich habe weiterhin Vertrauen, dass das Game kein kompletter Reinfall wird. Ich meine, es wird vielleicht nicht das perfekte Sonic Open World Game sein, das wir uns vorstellen, aber ich glaube, es wird auch keine komplette Katastrophe, kein komplett gegen die Wand fahren, sowas wie Sonic 06, Sonic Boom oder Sonic Forces. Also, ja. Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es tut mir wirklich leid, ich habe gehofft, die Sonic Central wird besser, deswegen habe ich mich überhaupt erst entschieden, das zu machen. Aber ja, ja, es tut mir leid, dass es vielleicht doch ein bisschen langweiliger war. Aber ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye, bye.